Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Dessert-Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir diese typisch englischen Pfannkuchen her, die klein im Durchmesser sind und übereinander gestapelt werden und dann normalerweise mit solch einem Sirup übergossen werden. Und die isst man dann nicht einzeln, das kann man natürlich theoretisch trotzdem tun, aber vielmehr tut man das eben so machen, wie hier jetzt zu sehen, dass man eben alle auf einmal durchschneidet und dann eben eine Portion davon entnimmt, wie bei einem Kuchen. Diese englischen Pancakes sind eben sehr lecker, aber normalerweise sehr ungesund und deswegen stellen wir sie heute in gesunder, ketogener Version her. Wir benötigen nur sehr wenige Zutaten, zum einen eben diese 100%ige Bio-Erdnusscreme oder auch Erdnussmus. Und wenn man davon mehr nehmen würde, bräuchte man keine andere Creme verwenden, aber ich habe jetzt hier noch Haselnussmus dazu genommen, einfach weil das eben leckerer schmeckt, wie ich finde. In eine separate Schüssel geben wir jetzt 3 Bio-Eier hinein und bevor wir diese cremig schlagen, werden wir jetzt die Pfanne mit etwas Ghee erhitzen. Die Pfanne sollte natürlich möglichst keramikbeschichtet sein. Die Eier werden jetzt stark cremig geschlagen, dann geben wir die 2 Mousse hinzu, also Erdnuss- und Haselnussmus, dann kommt Erythrit Stevia hinzu. Mit Vanilleextrakt wird gewürzt. Mein Video zum selbstgemachten, alkoholfreien und zuckerfreien Vanilleextrakt verlinke ich euch hier oben gerne nochmal. Und schließlich kommt noch Backpulver hinzu. Hier hatte ich nochmal etwas mehr Haselnussmus und Erdnussmus hinzugefügt. Das genaue Rezept findet ihr wie immer in der Infobox unter dem Video. Alles wird nochmal gut durchgeschlagen mit dem elektrischen Schneebesen, bis wir eine schöne cremige Konsistenz erreicht haben, die nicht zu flüssig, aber auch nicht zu fest sein wird, wie eben gesehen. Die Pfanne ist jetzt heiß, wir haben sie auf Mittelstufe gestellt und jetzt geben wir einen Schöpflöffel davon hier in die Pfanne. Also diese Pancakes sollten möglichst klein, aber auch relativ dick sein. Wir backen die Pancakes bei Mittelstufe, also nicht bei zu hoher Hitze, wie schon gesagt. Und sobald sie von der einen Seite goldbraun angebraten sind, drehen wir sie um. Da muss man ein bisschen vorsichtig umgehen, damit der Pfannkuchen nicht kaputt geht, aber eigentlich funktioniert das ganz gut. Und so verfahren wir dann mit allen weiteren Pancakes und sorgen immer dafür, dass wir in der Pfanne genügend Ghee vorhanden haben, damit nichts anbrennt. Und ja, die Pancakes möglichst immer relativ rund formen, wenn das möglich ist. Wenn nicht, tut es dem Geschmack keinen Abbruch. Ja, und damit haben wir auch schon alle Pancakes fertig hergestellt. Das sind ungefähr 8 bis 10 Pancakes, die man aus diesem Rezept herausbekommt. Die Engländer geben dann meist den ungesunden Zuckersirup über diese Pancakes. Wir verwenden hier jetzt den ketogenen Fibersirup, bestehend aus löslicher Maisfaser, Sorbit und Steviol-Glycosiden. Die lösliche Maisfaser ist meist ein gut verträglicher, nicht verdaulicher Ballaststoff, der keinen oder nur minimalen Einfluss auf den Blutzucker hat. Sorbit ist ein Zuckeralkohol mit einem niedrigen glykämischen Index, ähnlich eben wie Xylit, und reines Stevia hat natürlich 0 Kalorien und hat überhaupt keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Wir dekorieren noch mit gehackten Cashewkernen, man könnte aber auch einfach ein Stück Butter noch oben drauf legen. Das ist, was man meistens im Originalrezept tut und das würde auch sehr gut hier dazu passen. Das würde auch lecker schmecken und wäre natürlich auch sehr gesund. Denn die kurzkettigen Fettsäuren darin wirken entzündungshemmend und unterstützen die Darmgesundheit. Und wie gesund grundsätzlich gesättigte Fettsäuren für uns sind, das Video dazu verlinke ich euch gerne hier oben nochmal. Und was die Eier betrifft, so sind sie eines der nährstoffreichsten Lebensmittel überhaupt. Sie enthalten eine Fülle von essentiellen Nährstoffen, die zahlreiche Gesundheitsvorteile bieten. Mein Video dazu, wo ich das nochmal im Detail erklärt habe, verlinke ich euch ebenfalls gerne nochmal. So werdet ihr unter anderem feststellen, dass sie nicht nur alle 9 essentiellen Aminosäuren enthalten, die wir zum Leben benötigen, sondern auch reich an Vitaminen und Mineralstoffen sind, gut für die Augen, gut für die Leber sind und lange satt halten. Diese leckeren Pancakes schmecken also nicht nur köstlich, sondern sind auch noch sehr gesund, während sie so gut wie ohne Kohlenhydrate auskommen. Und das ist ja, was wir erreichen wollen, denn die Kohlenhydrate sind es, die uns in den Mengen, wie man sie heute isst, krank machen. Ein Video zur ketogenen Ernährung, wo alles nochmal im Detail erklärt wird, verlinke ich euch hier oben. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.